Auch mit Mitte 20 träumen ja viele von einem Eigenheim. Doch das zu finanzieren ist ultra schwer. Luise und Lukas haben es aber schon geschafft. Die beiden wohnen nämlich in einem Tiny House, selbst gebaut. Eigenheim geht nämlich auch anders. Ich bin schon gespannt. Hello. Hallo. Hallo, Oh, Ilvi ist auch schon da. Ilvi ist auch dabei. Sehr gut. Willkommen, langsam. Na? Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wow. Richtig schöner Garten. Danke. Mit Blick auf die Reben. Schon so zweites Wohnzimmer. Ja, ne? Dann hier im Sommer. Ja. Ja. Ja, dann mal sehen, wie es drinnen Ja. ausschaut. Ne? Doch mehr zum wunderschönen Garten gibt's später. Eins schon mal vorab. Die beiden haben richtig viele Tiere. Sehr schön, okay. Klasse. Wie viel Quadratmeter jetzt hier? 18. 18, Ja. okay. Wäre das auch was für euch, 18 Quadratmeter oder ein bisschen zu klein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Man sieht eigentlich alles schon auf den ersten Blick. Ja, sehr gut. Die Küche macht einen großen Anteil aus von unserem Haus. Naja, wir kochen schon gern auch, und wir wollten uns halt nicht beschränken. Ja. Und auch wenn halt hier alles offen ist und so, und wir haben auch im Sommer gern Freunde da, brauchen wir schon Vor allem Platz. Spülmaschine ist auch immer gut, weil alles händisch zu spülen, das wäre echt nervig. Oder? Ja, das verstehe ich. Ja, hinter dir ist praktisch unser kleines Büro. Okay, sehr gut. Also ich brauche auch für die Uni und für andere Sachen öfter den Drucker, und hier ist so unsere Ablage, deswegen ist die auch ein bisschen unordentlich. Das wäre auch krass, wenn ihr das schaffen würdet. Es ist nicht Das unordentlich. ist echt, also man sieht hier immer direkt alles. Also das hier ist halt so ein Multifunktionstisch. Diese Schubladen, die auf beiden Seiten sind lebensrettend. Also da ist wirklich viel drin, was man auch oft benutzt, also irgendwie Ladekabel oder so, und auch Bürozeug, also Locher oder so. Daran denkt man ja nicht, dass man sowas braucht, aber man braucht es halt. Genau. Und den kann man dann so drehen und hat dann hier noch mal die gleiche Tischplatte von der Größe. Und dann kann man wirklich auch gut zu viert mal dran sitzen. Und warum habt ihr euch auf 18 Quadratmeter reduziert? Weil wie viel hattet ihr vorher? 83 war, Wow. glaube ich, die Waren zwei Wohnung. Wohnungen, Ja. Okay, Ja. wie kam es dazu? Also wir wollten vor allem halt was Eigenes haben, also nicht mehr in Miete wohnen. Wir hatten dann noch ein bisschen Schimmel Oh in unserer Wohnung. Ja, Also war es ein war bisschen eigentlich schwierig, so ja. der Druck dahinter, dass wir da raus wollten. Aber vor allem eigentlich was selber haben, selber bauen und halt einfach auch viel draußen sein. Also die Tür ist eigentlich den ganzen Sommer jetzt offen. Ich will natürlich noch viel mehr über den Bau wissen, wie viel Mühe Luise und Lukas in die 18 Quadratmeter reingesteckt haben. Doch mehr dazu später. Dann erfahren wir auch, wie die beiden es geschafft haben, das Haus legal zu bauen, also mit Baugenehmigung. Aber mit der Roomtour bin ich ja noch lange nicht fertig. Am Anfang wollten wir ein Sofa, dann haben wir gesagt, okay, das ist zu kompliziert, weil man müsste das ja immer umstellen, wenn man dann Fernsehen gucken will. Also das hat eine Familie rausgestellt. Wir sind dran vorbeigefahren und Luise hat geschrien, Stopp! Und dann haben wir die Sessel eingeladen, sind so ein bisschen oldschool. Und den einen Sessel hat leider Ilvi für sich in Beschlag genommen. Das ist jetzt quasi ihr Bett. Und der andere ist dann für uns, wenn wir dann mal hinsitzen wollen und lesen oder Fernsehen gucken. Okay, macht ihr dann da statt im Bett? Ja, Ja, genau. manchmal so, manchmal so. Ja, genau. Schön bequem. Aber ist bequem mit so einem Ja, Federkern. total. Also Also die sind wirklich aus den 60ern, müsste das ja 60er, 70er müsste das ja sein. Ja. und zwar kostenlos. Also auch nicht schlecht. Ja. Lohnt sich öfter mal, Ja, ne? lohnt So sich, am ja. Straßenrand zu halten. Ja. Oder auch Holz. Wir gucken immer, wenn irgendwo Holz draußen steht. Ja. Kann man auch immer gebrauchen, irgendein Möbel draus bauen. Oder, ja. also Ja. schon ganz cool. Also ganz am Anfang wollten wir eigentlich die Küche auch selber bauen und haben uns überlegt, ob wir die einfach selber bauen, weil ich meine, würden wir schon hinbekommen. Aber dann haben wir gesagt, naja, es ist einfach schön, wenn quasi die ganzen Schubladen sauber laufen und die einfach gerade ist und wirklich zueinander passt. Ja. Und natürlich war es auch von der Zeit. Ich meine, wir wollten dann auch einziehen, wo die Baugenehmigung dann da war. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, Ikea, und haben das bestellt. Ja. Dann habt ihr hier euer Bett, ne? Genau. Also das gleiche beim Bett da. Also wir haben schon mal ein Bett selber gebaut, das ist schon echt cool, aber das passt leider nicht rein, weil hier ist das Problem wegen der Bartür. Ja. Sonst kann man die Bartür nicht mehr aufmachen. Ah ja, okay. Und da haben wir jetzt auch gesagt, wir haben uns ein Bett gekauft. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil wir müssen ja jeden Stauraum nutzen. Also wir haben dann hier überall Schubladen drin, Super. was man halt so braucht. Hier ist jetzt so ein bisschen Arznei und Technik. Und wir haben auch hier eine große Schublade für Klamotten. Ja. Ah, perfekt. Also das muss man dann schon ausnutzen, Ja, eben, den ne? Stauraum, ja. Ja. Genau.
Und Klamotten sind also hier drunter? Genau, quasi? ja, Und genau. in den Schränken da. Die haben wir auch recht spät eigentlich nachgerüstet. Davor hatten wir da so ein Brett und diese Kisten da drauf. Ja. Aber die Kleidung nimmt echt schon auch Geruch an, weil wir halt auch hier drin kochen. Ach komm, Ja, oder dann ja. so ein Curry-Outfit. Aber das sind solche die kann man eigentlich aufs Sofa legen Ja. und dann da sein Getränk drauf abstellen. Ach so, Und die haben wir da praktisch hingeschraubt. Super Genau. Idee. Ja, Wer hat wie viele Fächer? Ist da... gleich. Jeder einhalb Ja. und den zusammen, den Ja. großen. Ja. fair. Also, Also, Fair ja, aber puh, da müsste ich mich mega reduzieren. Würde es für deine Sommerklamotten reichen? die meisten überrascht, dass wir keine zweite Ebene haben. Ja. Also die das kennt so man tiny, eigentlich so. genau, wie Ja. man sie kennt. So auch aus dem Internet sind die ja meistens sehr viel höher und dann Ja. mit dieser zweiten Schlafebene. Ja. Warum habt ihr das nicht gemacht? Also hier wäre es halt wirklich, hier das und wär da, sehr also da würde ich Platzangst dann bekommen. Und vor allem im Sommer Ja. ist es ja auch so, dass die Ja, da Wärme ist- nach oben steigt und sich da ausstaut. Also man merkt das, wenn man dann mal seinen Arm hochhebt, dann merkt man, dass da viel heißer ist. Ja. Und deshalb, ja. Wie ist es im Sommer hier? Also Es geht eigentlich ganz gut, dadurch, dass wir ja in Relation sehr viele Fenster haben für einen Ja. Raum. ja. Kann man querlüften. Es gibt immer mal so 2 Wochen im Sommer, die wirklich richtig warm sind. Aber dann haben wir noch so einen Lüfter, den stellen wir dann da auf den Tisch und lassen vielleicht auch mal die Tür auf nachts, weil dann ist es echt unerträglich. Aber es sind halt wirklich nur 2 Wochen, deshalb 2 im Winter und 2 im Sommer, die Ja. zu kalt und zu echt, warm werden. genau. Damit es im Winter muckelig warm ist, heizen die beiden übrigens mit einer Infrarotheizung über Strom. So, wir haben hier schon mal unseren Handtuchhalter. okay. Der ist sehr wichtig, Ja, das ist wirklich wichtig, oder? weil wo hängt man sonst sein Handtuch auf? Im Bad wirst du sehen, gibt es dafür keinen Platz. Okay. Ja, dann haben wir hier auch die Badwand und diese Tür haben wir dann selber gebaut und dann hatten wir zum Glück einen guten Freund, der den Einfall hatte, wir müssen da nicht die Wand ganz hochziehen, sondern es wäre ja sinnvoll, die auf normale Raumhöhe zu bauen, weil man da noch Stauraum bekommt und das, wie man sieht, ist wird er sehr- auch genutzt. sehr gut. Ja. Total gut. Genau. Ja. So, hier macht man die Tür dann immer fest. Ja, und dann 2,5 Quadratmeter Bad. Ah ja, wow. Das ist hier vielleicht noch die Besonderheit, auch unser Klo Ja. ist eine Trockentrenntoilette. Das heißt, die Toilette kommt ohne Spülung aus. Wusstest du, dass die beiden durch die Trockentrenntoilette im Schnitt 30% weniger Wasser verbrauchen als wir so am Tag? Verrückt, oder? Und unsere Fliesen sind auch noch eine Besonderheit. Wir sind da nämlich ins Fliesenfachgeschäft und haben gesagt, hallo, wir bräuchten Fliesen, aber unser Haus bewegt sich noch. Ja. Da waren die natürlich mega verwirrt. Also es ist jetzt Kunststoff. Ist so eine Marke, die macht eben Kunststofffliesen. Genau, weil Fliesen würden ja reißen, beziehungsweise die Fugen, wenn sich das Haus bewegt. Ja, und die haben wir dann da selber verlegt und sind sehr zufrieden. Total schick. Ja. Fühlt sich auch echt gut an. Und nicht so künstlich halt, Ja. Trotz Ja. allem. Wohnen auf 18 Quadratmetern. Auch zu zweit kann man es sich durchaus gemütlich machen, finde ich. Eine Sache fehlt zumindest Luise trotzdem. Mir fehlt ein Klavier. Ja. Voll. Total. Und deswegen habe ich halt da oben mein kleines Musikstudio. Genau. Das hat auch der Luki mir das Brett gebaut. Also der unterstützt das schon. klar. Ja, ist halt nicht das Gleiche, aber das ist, was mir am meisten fehlt. Und sonst fehlt uns am meisten im Winter halt keine Freunde, oder nur 2 einladen zu können, weil dann ist voll. Aber daran kann man halt nichts ändern, leider. Keine Hausparty. Ja. Dafür sind im Sommer dann die meisten Leute dann immer bei uns. Ja. Weil, Dafür also passt alles bei ja, uns. bei uns draußen ist dann schon schön zum Hinsitzen. Luises Klavierersatz will ich unbedingt noch mal näher sehen. Also das ist so ein Seilzug, man muss dann halt auch nachgeben. Ah, Ja. Da hängt man eigentlich Fahrräder dran auf. Genau. Diese Seilzüge. so. Ja, ja. Schlau gemacht. Ja, genau. Wie kamt ihr auf die Idee? Irgendwie, ich habe ein Weihnachtsgeschenk gesucht für Luise und dann dachte ich, ist ja echt schade, wenn sie komplett auf Musik verzichten muss. Und dann kam mir eigentlich die Idee. Normalerweise setze ich es dann auf den Tisch ab. Ja, und dann stehst du hier Ja, und genau. machst und singst. Also was machst du genau? Ja, so ein bisschen komponieren halt, aber wow. das ist nichts Großes. Also einfach, Wer weiß. ja. Ja. Was würde die anderen raten, die sich auch verkleinern wollen und aber auch denken, eigentlich ist es nicht möglich, ich brauche alles. Ich glaube, man muss alles mal in der Wohnung anfassen und wir haben so ein bisschen gesagt, alles, was man übers Jahr eigentlich nie benutzt, das kann eigentlich wirklich rausfliegen und sich halt wirklich bei jedem Stück frage, braucht man das wirklich oder braucht man es nicht? Also wir fragen uns dann auch, wenn einen irgendwas nervt vom anderen, dann fragen wir, brauchst du das überhaupt? Braucht man Und das dann noch, ja. kommt so in Gang, dass man es Genau. vielleicht aussortiert. Ja.
Was ich mal wieder so ermutigend finde, die beiden sind keine Fachleute. Luise arbeitet als Krankenschwester in einer Psychiatrie und studiert in Teilzeit. Lukas ist Kfz-Meister. Und trotzdem haben sie so ein schönes Tiny House geschaffen. Den alten Bauwagen aus dem Jahr 1987 haben sie von einer Familie online gekauft. Für 9.000 €. Da war er schon mit Holz verkleidet und ein paar Fenstern. Ein Jahr lang haben sie dann Boden verlegt, weitere Fenster und Türen eingebaut, Wasser- und Stromleitungen. Richtig viel Arbeit, oder? Wie haben die zwei das nur geschafft? Dass man zu zweit ist, dann Ja, sichert man sich auf immer jeden ab Fall und zu dann zweit, einer ja. hatte einen Denkfehler und der andere Ja. hat es dann gecheckt. Das gab's Das oft. ist sehr hilfreich. Ja. Und was auch mir oft passiert ist, dass es oft so hingestellt oder so erwartet wurde, dass Luki alles gebaut hat, weil ich eine Frau bin. Genau. Genau, und da würde ich auch auf jeden Fall, wenn man das als Frau oder egal als wer, aber vor allem als Frau, dass man sich auch zutraut und dass man sich auch dann dafür einsteht und so, weil das kann jeder lernen und es kann auch jeder machen und der es machen möchte, kriegt es dann auch hin. Und man braucht auch nicht eine fertig eingerichtete Holzwerkstatt unbedingt. Also Nee. unsere ist auch mehr so semi-professionell eingerichtet. Es reicht auch die gängigen Werkzeuge und 2 Böcke in einem Hof. Also gibt es auch ganz viele YouTuber, die sich einen Campervan ausbauen, die haben auch nichts. Die haben einfach Stichsäge, Akkuschrauber und dann los geht's. Kappsäge wäre noch gut. Kappsäge, genau. Mit allem Drum und Dran hat der Tiny House Bau der beiden 35.000 € gekostet. Bauantrag inklusive, um dort dauerhaft wohnen zu können. Die Baugenehmigung zu bekommen, ist ja für viele Tiny Häusle-Bauer eine Herausforderung. Nach dem Einreichen kann man halt auch so Rückfragen, weil es halt behandelt wird wie ein Einfamilienhaus. Wow. Kann man halt zurückfragen nach Geschosszeichnungen oder Ja, irgendwelchen Statik und Statiken. wer macht und das Gerüst und Dämmung sowas. und Gerüst und ja, all solche Sachen. Und da war halt immer so, also da musste ich sehr viel telefonieren und erklären halt, damit die einfach verstehen, was es sein soll. Oder man muss die Bauzeit angeben und dann haben wir gesagt, naja, innerhalb von einem Tag. Ich glaube, wir haben sogar reingeschrieben, einen Tag, weil wir haben es ja von meinen Eltern einfach hierher gezogen und genau. dann stand es da und fertig. Und auch, man muss ja auch zum Beispiel eigentlich versichern, wenn man baut, Bauherrenversicherung. Ach so. Ja. Genau, und dann schreibt man halt rein, wer macht was. Und dann war Fliesen, wir selbst. Holzbau, wir selbst. Elektrik. Wasser, wir selbst. Genau. Das war witzig alles. Also der Bauantrag war halt dann natürlich auch, weil das ja schon auch noch sehr an der Grenze dann zum Außengebiet und so. Und dann waren auf der ersten Zeichnung waren wir 1,50 Meter zu weit da und mussten dann noch mal eine Zeichnung 1,50 Meter weiter zurück einreichen und solche Sachen. Wegen Umweltschutz und so. Was würdet ihr anderen sagen, die da auch überlegen, das offiziell zu machen? Weil ich glaube, man hat erstmal so ein bisschen Respekt davor und denkt, das klappt sowieso nicht. Also man braucht halt einfach ein Baugrundstück. Es muss einfach auf ein Baugrundstück, wo ein Baufenster drauf ist, sein und sonst wird es nichts. Okay. Also es gibt halt viele, glaube ich, mittlerweile, die sich zusammentun, halt ein großes Baugrundstück kaufen und dann da 2 oder 3 Tiny Häuser draufstellen. Dann geht es natürlich auch. Aber wir hätten uns ja jetzt niemals ein normales Baugrundstück gekauft fürs Tiny House. Weil Viel zu teuer. Ja. Ja. Aber ich glaube, was immer ein guter Tipp ist, wenn man so durch eine Gemeinde oder durch einen Ort fährt, wo man halt wohnt, vielleicht gerade solche Baulücken findet, gerade auf eine Garage drauf oder so, und einfach mal mit den Leuten redet, ob man das machen könnte und vielleicht für eine Miete oder für eine Pacht das machen könnte. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Tipp, dass man einfach so mal an die Sache rangeht. So wie die beiden übrigens. Auch ihr Tiny House steht auf der Garage der Großeltern. Und dann glaube ich, ist auch gut, mal erst mit der Gemeinde zu reden, wie die allgemein dazu eingestellt sind. Also wir waren auch beim Bürgermeister und mit ein paar Gemeinderäten gesprochen, ob das so, also die müssen sie auch genehmigen. Die beiden haben es jedenfalls geschafft, ihr eigenes kleines Eigenheim mit Mitte 20 zu bauen. Auf dem Grundstück der Großeltern. Hier gibt es noch eine kleine Überraschung für uns. Ja, ich bin besonders gespannt jetzt, denn es gibt tatsächlich Hühner und Ziegen. Ja, das sind unsere 2 kleinen süßen Zwergziegen. Einmal das ist die Fridolin und das ist die Butterkeks. Oh, Und sehr süß. genau, die beschützen unsere Hühner, dass sie nicht vom Habicht geholt werden. Ach wirklich, das Ja, ist tatsächlich... Genau, Ja. weil gerade hier in der Weinberge fliegen echt richtig viele Habichte rum. Ja. Ja, und was war jetzt die Idee von dem kleinen Bauernhof hier?
Also die Hühner schon, auch so selbstversorgermäßig, dass man halt Eier hat. Ja. Und die Ziegen sind dann aber vor den Hühnern sogar eingezogen, damit die dann hier sind und ihr Revier haben und die Hühner dann beschützen können. Am Anfang waren es 6 Hühner, mittlerweile sind es 10. Ich finde gerade Hühner ist ein recht gutes Tier für den Einstieg. Also eigentlich recht einfach. Ich meine, Kuh oder ein Schwein ist, glaube ich, wesentlich schwieriger zu halten. Und ja, man hat jeden Tag frische Eier, was gibt's Besseres? Und ja, lecker. das ist schon echt cool. super. Ja. Ja. Wäre das auch was für euch, euren eigenen kleinen Mini-Bauernhof zu haben? Ich glaube, so schnell ziehen die beiden hier nicht mehr weg. Auch bisschen Gemüse pflanzen sie an, direkt neben Opas. Ich glaube, die beiden haben alles richtig gemacht, als sie vor rund 3 Jahren aus ihrer Mietwohnung ausgezogen sind. Und wie stolz seid ihr eigentlich auf euer kleines Paradies hier? Ja, sehr, sehr stolz. Ja. Vor allem, wenn man dann immer mit anderen wieder darüber redet, dann weiß man, was man da eigentlich hat. Und, ja. Und auch halt auf die Arbeit, die man geleistet hat und dass man es geschafft hat und auch wie wir jetzt hier leben. Und dass es auch so gut klappt, ja, hätte auch sein können. Wie gut wir das klappt nicht zurechtkommen, gut, ja. Genau. Ich finde es mega, wie Luise und Lukas ihren Traum vom Eigenheim einfach so umgesetzt haben und das mit Mitte 20. Riesenrespekt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da, damit es noch viele weitere Folgen gibt von Geht auch anders. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, ist dieses Video hier. Diese Familie lebt auf den Kanaren auf La Palma in ihrem eigenen Tiny House. Wirklich auch mega inspirierend.